Hallo, heute wollen wir die HW100 neu einschießen. Wir haben einige Veränderungen an dem Gewehr gemacht, und zwar unter anderem hat es eine Viva-Schiene bekommen, das auch Möglichkeit gibt, den Höhenturm auf über 40 Meter Entfernung zu verstellen, also die Anzahl der Klicks. Dazu ist diese vorgeneigte Viva-Schiene verbaut worden mit einer Montage mit Schnellverschluss, und darüber hinaus wurde ein längerer Lauf verbaut, der die Präzision erhöhen soll, und passend dazu in Schwarz ein Kompensator. Ziele haben wir da vorne aufgestellt. Los geht's. So, hier haben wir den Kasten aufgestellt. Den haben wir mal auf 18 Meter Entfernung, 19 Meter. Wir haben den ersten Schuss gemacht gehabt. Ihr seht den ganz oben. Wir haben den Kasten jetzt näher gestellt, weil die ersten Schüsse irgendwo hinten in die Wiese gegangen sind, und haben auf 9 Meter oder 8 Meter Entfernung gesehen, dass der ganz oben ist. Das heißt, wir haben ca. 40-50 Klicks runtergedreht. Das ist eine Austestsache. Und da ging dann der zweite Schuss bei 9 Meter Entfernung hier zwischen der 10 und der 11, seht ihr den. Das heißt, die Höhe hat ungefähr gepasst. Wir gehen jetzt natürlich noch auf eine weitere Entfernung, um das dann nochmal zu kontrollieren. Und da war ihr seht, die beiden Schüsse waren auch rechts. Deswegen sind wir auch 10 Klicks nach links gegangen. Jetzt stelle ich den Kasten wieder hinten auf, wo wir ihn vorhin auf der Position gesehen haben, und schauen mal nach. Ich gehe davon aus, dass wir dann ungefähr zumindest den Kasten schon mal treffen, und dann gehen wir weiter zur Feinjustierung. So, der ist links oben eingeschlagen. Wir sind jetzt auf 18 Meter Entfernung. Ich würde sagen mal 6 Klicks rechts und einfach mal 20 tief machen. Okay, die Mitte passt fast. Vielleicht noch ein Klick rechts und nochmal 20 tief. Dann dürften wir schon ziemlich hinkommen. Der eine Schuss ist gerade oben zwischen der 10 und der 11 gelandet. Wir vermuten aber, dadurch, dass die Unterlage leicht gewackelt hat, wir haben jetzt das Gewehr nochmal besser stabilisiert. Das ist auch ganz wichtig, dass eine feste Unterlage ist, nicht, dass jeder Schuss vom Schützen aus schon ich sag mal, ein bisschen ungenau ist. Und Gewehr ist jetzt fixiert auf einer Bank. Und jetzt sollte eigentlich mit der Einstellung der schon ziemlich in der Mitte landen. Ja, war genau in der Mitte, ein bisschen hoch. Wenn wir jetzt noch 3 Klicks runter machen oder 4, vielleicht 4 Klicks, 3, 4 Klicks, ich weiß es nicht genau, dann sollte der eigentlich schon richtig gut jetzt werden. Jupp. Vielleicht wieder einen hoch, dann bist du ganz zentral. Ja, das kann man doch. Die leichte Ungenauigkeit, das kann jetzt sein, hier ist ein bisschen windig. Wenn man überhaupt von der Ungenauigkeit sprechen kann. Ja, die landen jetzt wirklich alle da, wo sie hin sollen. Gut, das Gewehr wäre soweit eingeschossen, und jetzt geht es darum, wie man die verschiedenen Entfernungen ausrechnen kann. Dafür gibt es ein spezielles Programm, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben jetzt das Ziel von Rohr genullt. Das heißt, in dem Fall von einem Hawk muss man diese kleinen Madenschrauben rausdrehen, zieht das Seitenrad ab, und wir stellen es auf die Null, weil es zentral jetzt schießt. Hatten ja nichts mit der Höhe zu tun. Die Höhe ist ja dann immer variabel, und wir machen es beim Schießen aber so: sollte mal Wind von rechts kommen, drehen wir im Normalfall nicht am Seitenrad, sondern gleichen das mit den Dots aus. Kann man natürlich auch anders machen, man kann das dann auch mit dem Seitenrad ausdrehen, aber dadurch, dass es
bei böigem Wind ein bisschen schwer zu berechnen ist, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Seht ihr da wahrscheinlich anders. Jetzt haben wir das hier auf 0, das heißt, das passt. Wichtig, habe ich vorhin vielleicht vergessen zu sagen, geht der Schuss zu weit links und ihr wollt zum Beispiel, dass er ein bisschen weiter rechts geht, müsst ihr das Seitenrad auch in Richtung rechts drehen. Das heißt, man dreht immer dahin, wo der Schuss hin soll. Für die Berechnung der Höhenverstellung brauchen wir den Abstand von der Mitte des Zielfernrohres zur Mitte des Laufes. Das ist unser Abstand, das zeige ich euch dann gleich im Programm, den wir da brauchen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Wir haben dafür jetzt einen Messschieber. Da muss man natürlich vorsichtig mit umgehen, dass man da hier auch keine Kratzer dran macht. Hier habe ich jetzt, kann man vielleicht sehen, 8,9 cm. Und dann muss ich jeweils die Hälfte hiervon abziehen, von den 8,9 cm. Das heißt 5,4, die Hälfte sind, ach du liebe Zeit, ich habe schon zu lang frei, sind 2,7. Das ziehe ich von den 8,9 ab und dann ganz vorsichtig, dass wir hier keine Kratzerchen drauf machen. Die Hälfte von, was haben wir hier, 1,4 sind 0,7, 3,4 ziehen wir ab von 8,9, sind wir mal bei 5,5 cm. Für was wir das brauchen, das zeige ich euch gleich. Okay, und zwar in dem Fall, wir schießen die JSB Exact mit 0,547 Gramm. Zeigt sie automatisch den 0,55 an, berechnet es aber richtig. Die V0 von dem Gewehr haben wir gemessen, sind 165 Meter die Sekunde, das heißt, das ist ein 7,5 Joule Gewehr, wir liegen knapp drunter. Und jetzt die eben ausgemessene Scope Height, das war die 5,5 cm, haben die Entfernung eingeschossen auf 18 Metern. Windgeschwindigkeit und so weiter ist jetzt egal. Temperatur passt auch ungefähr 980. Der Druck sollte für diese 232 Höhenmeter, wo wir uns befinden, auch passen. Die Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, ob die gerade passt, ist mir auch wurscht. Und dann ist es jetzt auf jeden Fall mal die richtige Einstellung. Und dann haben wir hier die Berechnung. Wichtig im Bereich Field Target für 7,5 Joule Gewehre zum Beispiel sind zwischen 9 Meter, was das nächste Ziel sein kann, und den 25 Meter. Warum haben wir das auf 18 Meter eingeschossen und zum Beispiel nicht auf 10 Meter? Erklärt sich ganz einfach. Wenn ich Field Target schieße, dann klicke ich nur in eine Richtung. Das heißt, wir haben jetzt, ihr seht hier POI-Klicks, die Nulllinie ist bei 18 Meter. Das heißt, sollte sich die Kurve verändern, verändert sie sich immer nur zum Positiven. 1, 2, 5, 7, 8 und so weiter. Und wenn man unter die 14 Meter geht, was der letzte Nullpunkt ist, verändert sie sich auch in die gleiche Richtung. Wir haben so eine Kurve, die schießt, haben uns auf dem höchsten Punkt eingestellt und haben dann letzten Endes einfach nur drüber zu halten. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schreibt einfach einen Kommentar, dann kann ich das nochmal ein bisschen genauer erklären. So, die Information, die wir jetzt hier errechnet haben, macht natürlich Sinn für einen Wettkampf, einfach sich auf eine Klickliste zu schreiben. Ich suche gerade mal meine. Könnte dann folgendermaßen aussehen. Das ist jetzt eine andere Klickliste, als hier errechnet ist, weil das einfach für meine Steier eingestellt ist. Ich habe hier links die Entfernungen von 9 Meter bis 40 Meter, wobei bis 25 nur interessant ist. Da habe ich es dann wirklich pro Meter einfach die Einstellung der Klicks. Und diese Zahlen, was die bedeuten, das zeige ich euch dann gleich. Hier würden die jetzt ein bisschen anders aussehen, aber dazu kommen wir jetzt. Wir haben jetzt hier aktuell eine Einstellung von 1,3. Das war das, was auf 18 Meter den Nullpunkt ergeben hat. Wir haben uns gerade ausgerechnet, die Klicks pro Meter, die wir verstellen müssen. Das heißt, ich nulle jetzt sozusagen erst einmal den Höhenturm. Ich habe hier den Höhenturm jetzt auf 0,1
genullt sozusagen. Das heißt, das ist mein niedrigster Wert. Die 0,1 bedeutet eigentlich meine 0. Jetzt ist er hier auf die exakte Entfernung von 18 Meter genullt. Angenommen, wir haben jetzt die Klickliste gehabt, wir hätten jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht mehr exakt auswendig, eine Entfernung von 22, 23 Meter und müssten jetzt laut unserer Liste, das ihr in dem Programm gesehen habt, 8 Klicks oder 7 Klicks nach oben. Wir nehmen jetzt einfach mal 7 Klicks. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wären jetzt bei 2,0. Das heißt, ich würde mir bei der Entfernung, angenommen 23 Meter, bei der ich 7 Klicks habe, auf meine Klickliste 2,0 draufschreiben. Hätte ich jetzt 25 Meter und hätte zum Beispiel 10 Klicks zu machen, mache jetzt nochmal die 3 Klicks mehr, würde ich mir auf meine Klickliste 2,3 draufschreiben. Das heißt, ich bin im Wettkampf, messe aus, habe zum Beispiel 24 Meter, mein Zielfernrohr stand auf 0,1, habe 24 Meter, habe dadurch 8 Klicks. Dann weiß ich genau, steht dort 2,1 und drehe hier auf 2,1 und habe die richtige Höhe eingestellt. Man muss sich einmal die Mühe machen, das Zielfernrohr genau auszumetern. Das heißt, sein Parallaxenrad auf jeden Meter zu beschriften. Und wenn man dann das Zielfernrohr auf die Entfernung von 18 Meter in dem Fall. Und wenn man das dann da eingeschossen hat, kann man mittels der Klickliste relativ einfach bei Erkennen der Entfernung die Höhenanzahl einstellen. Sollten noch Fragen offen sein, es ist kein ganz einfaches Thema. Ich muss auch zugeben, bis ich das richtig geschnallt habe, hat auch ein paar Tage gedauert. Aber wenn man es einmal das Prinzip verstanden hat, dann kann man sich dem Eigentlichen widmen, und zwar ist es das Schießen, und das machen wir jetzt auch. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Es ist kein einfaches Thema, das weiß ich selbst. Wenn noch Fragen offen sind, bitte hinterlasst einfach einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht. Kein Thema, ich nehme mich jeder Frage an. Sonst bleibt mir nur zu sagen, konzentriert euch auf Schießen, habt viel Spaß dran. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.